Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PS Speicher TV. Wir melden uns diesmal aus Hannover von der Ideen-Expo, weil wir zeigen hier das erste Mal unsere neue Ausstellung Entwicklungsgeschichte des Motorrades. Das erste Fahrzeug ist noch gar kein Motorrad. Zum einen gab es 1885, als der Daimler-Reitwagen die ersten Fahrten absolvierte, die Begrifflichkeit Motorrad noch gar nicht. Zum anderen fehlt ihm eine ganz wichtige Motorradeigenschaft, nämlich die selbststabilisierende Lenkungsgeometrie. Man sieht, das Fahrzeug ist eigentlich auch kein motorisiertes Fahrrad, es ist eine halbierte Kutsche. Und eine halbierte Kutsche als Einspurer kann sich nur bewegen mit Hilfe von Stützrädern. Es stabilisiert nicht, aber Fahrten von 12 Kilometer Länge sind nachgewiesen. Und insofern ist das Fahrzeug als Versuchsträger und als Urahn des Motorradbaus durchaus anzusprechen. Um die Jahrhundertwende des vorletzten Jahrhunderts entwickelten sich die ersten wirklich brauchbaren Motorräder. Es waren, wie man hier sehr gut sieht, motorisierte Fahrräder. Wir haben hier eine Clermont von 1902 und typisch für diese frühen Fahrzeuge, für diese ganz frühen Motorräder, ist, dass der Motor mit Hilfe von Schellen angeschellt ist an den verstärkten Fahrradrahmen. Diese Bauweise nennt sich Clip-on und wurde bis 1905 gepflegt. Dann fing an, der Motor tiefer zu rutschen und verdrängte aus dieser Position das Tretlager mit den Pedalen, das nach hinten wanderte. Wir sehen, das ist ein stabiles Fahrrad, bereits mit einem gefederten Vorderrad. Nachdem am Vorabend des Ersten Weltkriegs alle typischen Motorradbauelemente fertig entwickelt waren, waren die 20er Jahre typisch für zwei Tendenzen. Zum einen wurde das Motorrad zum Volksfahrzeug, zum Vorboten einer automobilen Zukunft. Der zweite Aspekt, der typisch ist für die 20er Jahre, ist die Suche nach neuen Konstruktions- und Technologietendenzen. Hier kann man das sehr gut sehen am Beispiel dieser Adi. Die Adi aus Nürnberg nennt sich Silberfuchs, weil ihr Rahmen aus Dural besteht. Und dieses Material kommt eigentlich aus dem Bau starrer Luftschiffe. In den frühen 30er Jahren löste die deutsche Motorradindustrie in Bezug auf die Weltmarktdominanz die bis dahin vorherrschende englische Motorradindustrie ab. Und die deutschen Motorräder unterschieden sich von ihren ausländischen Wettbewerbern oftmals dadurch, dass man in Deutschland versuchte, die Motorräder besonders kultiviert, wartungsarm, geschmeidig und auch glattflächig zu gestalten. Ein gutes Beispiel ist diese luxuriöse Zündapp K800, ein Vierzylinder-Boxer aus den frühen 30er Jahren. Der Rahmen ist eine geschweißte Konstruktion aus gepresstem Blech, ähnlich wie eine Automobilkarosserie. Der Motor sehr glattflächig verkleidet, sehr kultiviert und man sieht es auch sehr gut an diesem Schalthebel, der praktisch von der Art der Bedienung einer automobile Haarschaltung komplett entspricht. Ende der 40er Jahre machte sich eine neue Zweiradgattung auf den Weg, die Welt zu erobern. Speziell in Italien feierten die sogenannten Roller ganz große Erfolge. Typisch für Roller waren die kleinen Räder, der verdrängte Motor und teilweise auch der freie Durchstieg. Es war so, dass die frühen Konstruktionen zunächst noch sehr, sehr krude waren. Ganz typisch hier dieser britische Bond, gänzlich ohne Federung, noch mit fußgeschaltetem Dreiganggetriebe, aber einem Karosseriekörper aus genieteten Aluminiumteilen. Eine selbsttragende Monocoque-Konstruktion. Der bekannteste Exponent dieser Baurichtung und ein großer Welterfolg war Piaggios Vespa. Ein starker sportlicher Konkurrent der Vespa und der Innocenti Lambretta, einer Rohrkonstruktion, war die italienische Rumi aus Bergamo. Dieser Roller hat zwei große Besonderheiten. Er hat einen Zweizylindermotor, das war in der Klasse der Roller absolut unüblich. Und bei ihm ist der Motor tragendes Mittelteil des Rahmens. Rumi kam, wie so viele Rollerhersteller, aus der Rüstung und war im Zweiradbau ein fantasievoller Quereinsteiger. Der japanische Hersteller Honda begann erst 1948 mit dem Bau motorisierter Zweiräder. 10 Jahre später war die Marke Honda der größte Motorradproduzent der Welt und fing auch an, Motorräder in die USA zu exportieren. Hier ist ein ganz, ganz frühes Exemplar
mit einer deutschen Erstzulassung von 1960. Diese Maschine war das erste Honda-Motorrad mit einem elektrischen Anlasser. Es handelt sich um die C71, eine 250er, noch mit einem Vergaser, ein eher touristisch oder alltagstauglich gebautes Motorrad mit großen Schutzblechen, einem Pressstahlrahmen. Und mit diesen Modellen begann ein großer, lange währender Siegeszug der japanischen Motorradindustrie. In den 60er Jahren hatten die Menschen in der westlichen Welt, das heißt in Westeuropa und in den USA, mehr Freizeit denn je. Der Wohlstand wuchs. Die Renaissance des Motorrades als technisches Freizeithobby lief über japanische Motorräder, ganz, ganz eindeutig. Wir haben in erster Linie die Superbikes, Motorräder mit bis dahin ungeahnter Motorleistung, mit technischen Finessen wie Wasserkühlung, Duplexbremsen, elektrischen Anlassern. Ganz typisch ist halt diese 750er Suzuki. Das Motorrad wurde primär für den US-Markt konzipiert. Und eine andere Sache, die auch aus den USA kam, war der Trend zu Offroad-Fahrzeugen. Dafür steht diese 250er Honda, in dem Fall ein Modell von 1978. Der so oft geschmähte Rennsport war eigentlich auch ein Treiber für mehr Fahrsicherheit, speziell aktive Fahrsicherheit bei Straßenfahrzeugen. Man sieht das ganz deutlich an dieser Yamaha FZ 750 aus den 80er Jahren. Waren die frühen japanischen Superbikes eigentlich nur normale Motorräder mit überstarken Motoren, denen ganz oft die Fahrwerke und Bremsen nicht gewachsen waren, wurden in den 80er Jahren in Japan auch durch den Konkurrenzkampf der 4 großen Marken untereinander wirklich sehr geschliffene, ganzheitliche Motorräder entwickelt, die sich dadurch auszeichneten, dass Fahrwerk, Bremsen, Motorleistung, Ergonomie, Windschutz wunderbar zusammenpassten. Um die letzte Jahrtausendwende wurde es für die Motorradindustrie und die Motorradszene wieder deutlich schwieriger. Eine Alternative möchten Elektromotorräder sein, die keine direkten Emissionen produzieren. Wir haben hier 2 Motorräder mitgebracht. Einmal die vom Fahrgesteller konventionelle KTM, die es in ähnlicher Ausführung auch mit Verbrennermotoren gibt. Hier als vollelektrische Freeride E ist sie ein ideales Motorrad, um natürlich auch indoor eingesetzt zu werden. Eine andere Philosophie verfolgt die ebenfalls aus Österreich stammende Johammer. Das heißt, wir haben einen Kastenprofilrahmen, in dem schwerpunktgünstig sehr tief die Batterie sitzt. Der Motor sitzt direkt im Hinterrad und das Vorderrad wird mit einer ungewöhnlichen Achsschenkellenkung geführt. Bis zu 200 Kilometern sind bei ruhiger Fahrweise durchaus drin. Leider kann sie aufgrund verschiedener Details in Deutschland nicht zugelassen werden, obwohl es in der Schweiz und in Österreich möglich ist. Ja, liebe Zuschauer, das war mal wieder ein kurzer Einblick in die Entwicklungsgeschichte des Motorrades. Natürlich, wenn ihr das intensiv erleben wollt, kommt in den PS-Speicher, geht dort mit uns auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Mobilität oder erlebt die Technik- und Entwicklungsgeschichte der einzelnen Motorradmarken, der Motorräder, auch im PS-Depot Motorrad. An jedem Wochenende geöffnet. 900 motorisierte Zweiräder warten auf euch und bieten einen derartig tiefen Einblick in die Entwicklung der Zweiradgeschichte wie keine andere Institution. Herzlichen Dank, ich freue mich auf Sie. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.